Willkommen zur Einrichtung von Semonux Access auf Mac. Nach dem Start der Semonux Access App solltest du folgendes Fenster sehen. Dort wirst du gefragt, in welcher Sprache die Bildschirmtexte von Semonux Access angezeigt werden sollen. Für mich ist Deutsch in Ordnung und deswegen klicke ich auf Weiter. Nun wirst du gefragt, in welcher Farbe die Oberfläche von Semonux Access angezeigt werden. Du hast die Wahl zwischen Orange, Pink, Türkis und Grau. Und gleichzeitig kannst du sagen, ob die Oberfläche hell gestaltet sein soll oder auch dunkel. Nun kannst du auch sagen, dass der Farbmodus sich nach dem System richten soll. Das heißt, wenn dein Computer im sogenannten Light-Modus ist Semonux Access auch hell eingestellt. Ist dein Computer im Dark Mode, ist Semonux Access ebenfalls dunkel eingestellt. Ich klicke auf Weiter. Nun wirst du gefragt, in welchem Land du Semonux Access verwendest. Das müssen wir wissen, um dir die richtigen rechtlichen Texte anzeigen zu können. Ich befinde mich in Deutschland und klicke deswegen auf Weiter. Nun folgt die Datenschutzerklärung von Semonux Access. Bitte lese sie dir in Ruhe durch und klicke danach auf Weiter. Jetzt folgt die Authentifizierung, damit wir wissen, welche Edition wir für dich von Semonux Access freischalten sollen. Du kannst entweder ein Abonnement, zum Beispiel über Semonux Access Flex haben, oder du hast einen Aktivierungscode von einem unserer Partner in Europa zur Freischaltung von Semonux Access Pro erhalten. Ich habe ein Abonnement von Semonux Access Flex und werde deswegen E-Mail-Adresse und mein Passwort meines Semonux-Kontos angeben. Wenn du noch kein Semonux-Konto hast, hast du unten die Möglichkeit, schnell eines anzulegen und aktuell profitierst du von einer 2-wöchigen kostenlosen Testphase von Semonux Access Flex, damit du direkt loslegen kannst. Ich gebe jetzt die E-Mail-Adresse und mein Passwort an. Danach klicke ich auf Einloggen. Schon bin ich authentifiziert und ich kann diesen Schritt auch beliebig wiederholen. Ich klicke jetzt auf Weiter. Nun wird mir angezeigt, welche Edition von Semonux Access für mich freigeschaltet wurde. Ich klicke auf Weiter. Nun folgt die Endnutzer-Lizenzvereinbarung. Bitte lese auch diese genau durch und klicke am Ende auf die Checkbox, dass du ihr zustimmst. Danach klicke auf Weiter. Damit Semonux Access auf deinem Mac-Computer funktioniert, benötigt es einige Freigaben. Die Kamera für die Kopfsteuerung, das Mikrofon für die Summerkennung, die Bildschirminhalte für Vergrößerung und die Bedienungshilfen für Mausklicks und Tastatureingaben. In diesem Dialog kannst du Schritt für Schritt diese Freigaben erteilen. Ich fange mit Zugang auf Kamera gewähren an. Bei einem Klick öffnet sich ein Systemdialog und ich kann die Freigabe erteilen. Hier klicke ich auf Später, da ich vorher noch die anderen Freigaben erteilen möchte. Nun gehe ich auf Zugang auf Mikrofon gewähren. Auch hier gebe ich die Freigabe für Semonux Access und klicke auf Später. Dann scrolle ich herunter und gehe auf Zugang zu Bildschirminhalten gewähren und gehe auf Systemeinstellungen öffnen. Hier wiederum gewähre ich den Zugriff und gebe das Passwort von meinem Nutzer-Account auf meinem Mac an und klicke auf Einstellungen verändern. Auch hier wieder auf Später. Zuletzt gebe ich noch Zugriff auf die Bedienungshilfen. Auch hier klicke ich auf Ja, ich möchte Semonux Access Zugriff gewähren. Danach schließe ich die Einstellung und ich schließe auch das Fenster von Semonux Access. Jetzt öffne ich Semonux Access erneut und es erscheint wieder der Einrichtungsbildschirm. Alle deine Einstellungen von vorhin sind immer noch erhalten, also kann ich einfach auf Weiter klicken und komme wieder zu den Freigaben. Nun sehe ich, dass alle Freigaben erteilt worden sind und ich klicke auf Weiter. Nun wirst du gefragt,
auf welchem Bildschirm du Semanux Access ausführen möchtest und wie groß dieser Bildschirm ist. Für mich ist der erste Bildschirm korrekt und auch die Angabe der Zoll stimmt. Deswegen klicke ich auf Weiter. Nun folgt eine Liste an Voreinstellungen, damit du Semanux Access flott auf deine Bedürfnisse anpassen kannst. Ich habe für jede Voreinstellung ein eigenes Video aufgezeichnet. Wähle eines dieser Videos auf, um fortzufahren. Die folgenden Videos habe ich unter Windows aufgezeichnet, da sich die Nutzung von Semanux Access unter Windows und Mac von diesem Zeitpunkt an kaum unterscheidet. Bis gleich!